Herzlich willkommen bei Baustoffhandel Carstensen, Ihrem Profi für Dach und Wand. In diesem Video wollen wir euch zeigen, wie ihr euer Stehfalzdach selber verlegen könnt. Auf der einen Seite haben wir eine Lattung und zeigen euch, wie ihr die Ortgangausbildung macht, den Firstbereich, geben euch wertvolle Tipps und Tricks. Auf der anderen Seite ist eine Dachrinne montiert und eine vollflächige Verschalung. Viel mehr möchte ich vorweg gar nicht erzählen. Guckt euch unser Video an und werdet selbst zum Profi. Bevor wir jetzt anfangen, die Platten zu verlegen, müssen wir noch ein paar Sachen im Vorfeld klären. Einmal möchte ich auf die Unterkonstruktion eingehen. Wir haben hier einen herkömmlichen Kaltdachaufbau, eine Unterspannbahn, eine Konterlatte, eine Querlatte. Hier unten haben wir ein Belüftungsgitter eingebaut und für den Ortgangbereich haben wir hier eine 4x6 Latte aufgeschraubt. Das seht ihr im späteren Verlauf, warum wir diese Lösung gewählt haben. Nun gibt es ja mehrere Möglichkeiten, wenn wir so ein Dach bauen. Es gibt einmal Neubau. Dann würden wir uns das Deckmaß, die Dachfläche einteilen, dass wir immer mit vollen Platten arbeiten können. Es gibt aber natürlich auch die Fälle, wo wir ein bestehendes Dach haben und die Dachbreite vorgegeben ist. Dann gibt es natürlich auch einmal die Möglichkeit, wir fangen einfach mit einer vollen Platte an und gucken, wie wir hinten hinkommen. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, wir arbeiten aus der Mitte heraus. Das heißt, wir zeichnen uns die Mitte einmal an, zeichnen uns die Deckbreiten an und gehen nach außen. Dann haben wir rechts und links den gleichen Streifen überstehen. Das ist für die Optik ein bisschen schicker und das zeigen wir euch in diesem Video. Wir arbeiten uns von der Mitte nach außen. Das zeigen wir euch jetzt im Detail, wie wir das einmal anzeichnen und dann bereiten wir unsere Platten für die Montage vor. Vorab müsst ihr darauf unbedingt achten, dass euer Dach im Winkel ist, dass die Traufe winklig zu eurer Latte hier sitzt, da wir die Platten durch das Klicksystem nachher nicht mehr ziehen können. So, jetzt messen wir uns einmal die Mitte aus, zwischen den beiden Latten. Die haben wir hier schon mal vorbereitet. Unser Maß ist hier 1,62,7 m. Das zeichnen wir uns hier einmal an und einmal auch oben auf der Latte. Nachdem wir die Mitte hier angezeichnet haben, würden wir jetzt einmal das Deckmaß ermitteln von der Platte und dies aufzeichnen, damit wir unsere erste Platte zuschneiden können. Dabei müsst ihr auf einige Sachen ein bisschen achten. Also das Deckmaß, das theoretische Deckmaß und das praktische Deckmaß kann natürlich immer ein bisschen abweichen, schon alleine durch Material. Hier gibt es Toleranzen, hier gibt es Toleranzen. Deshalb misst immer 1, 2 Platten, die ihr vor Ort liegen habt. Nimmt hier das Maß. Hier sind wir jetzt bei 49,7. Und das Maß übertragen wir jetzt einmal hier unten und einmal parallel oben, damit wir die letzte Platte zuschneiden können. Wir befestigen jetzt unser Starterprofil bzw. unser Traufblech. Dafür verwenden wir herkömmliche verzinkte Pappnägel im Abstand von ca. 40-50 cm, so dass das Blech nicht wellt. Traufblech haben wir jetzt zugeschnitten mit ca. 10 cm Überlappung und werden das jetzt auch noch einmal befestigen. Das Traufblech haben wir gesetzt, wir haben unsere Platten eingeteilt von der Mitte nach außen und haben hier ein Abschnittsmaß von 13,7 cm. Da wir die Kante hier noch hochbiegen müssen, geben wir 3,5 cm dazu. Das heißt 13,7 plus 3,5 cm sind 17,2 cm. Schneiden wir das Blech ab. Wir zeichnen uns jetzt einmal die 17,2 cm an und zwar von diesem Punkt. Dafür haben wir die Platte einmal umgedreht und nehmen einmal von hier das Maß 17,2 und das gleiche einmal auf der anderen Seite und dann schneiden wir uns einmal die Platte auf Breite mit dem Blechknabber zu. Das Teil fällt weg. Und das Stück benötigen wir. Unser abfallendes Stück können wir auf der anderen Seite wieder verwenden, da es ja noch breiter ist wie unser jetziges Stück und da wir die Platten ja gleichmäßig aufgeteilt haben, rechts und links. Nun schneiden wir die Platten einmal mit dem Blechknabber zu und werden diese dann hochbiegen. Das letzte Stück schneiden wir einmal mit der Blechschere. Nun werden wir uns noch einmal die 3,5 cm von hier oder beziehungsweise die 13,7 anzeichnen, damit wir das letzte Stück umkanten können. Davon nehmen wir wieder das Maß
Der Privatmann kann hierfür eine Falzzange nehmen. Wichtig ist dabei darauf zu achten, dass ihr vielleicht erst 45 Grad biegt und nicht gleich 90 Grad hochbiegt und dann in 2 Schritten das Ganze einmal hochbiegt und dann einmal nachbiegen. Der Dachdecker oder Klempner nimmt hierfür seine Kantbank und das würden wir in diesem Fall einmal machen. Aber wie gesagt, man kriegt es auch 90 Grad hier eben hin mit einer normalen Falzzange. Wird nachher sowieso wieder abgedeckt durch den Ortgang und ist somit nicht sichtbar. Wie ihr seht, hat das Profil Längslöcher, das ist nicht ohne Grund. Und zwar, dass das Blech in den Schrauben etwas arbeiten kann, damit es sich nicht wellt. Somit haben wir jetzt die Kante 90 Grad hochgebogen und würden hier auch wieder Längslöcher einstanzen. Dafür gibt es spezielle Zangen mit Längslöchern. Das können wir jetzt einmal hier demonstrieren. Somit haben wir hier auch ein Längsloch. Man kann natürlich auch, wenn man als Privatmann die Möglichkeit nicht hat, 2 Löcher oder 3 nebeneinander bohren und einmal ein bisschen den Bohrer nach rechts und links rüberziehen und dann hat man auch ein Längsloch. Das geht nur darum, dass die Schraube ein bisschen Spiel hat. Das Ganze machen wir jetzt hier auch im Abstand ungefähr von 40 cm. Und somit ist unsere erste Platte vorbereitet zur Montage. Es gibt noch eine Sache, wo man darauf achten sollte. Und zwar könnt ihr optional mitbestellen eine Ausklinkung im Firstbereich und eine Umkantung im Traufbereich, die wir euch im Nachgang zeigen. Wir beziehen uns jetzt aber erstmal auf die Firstgeschichte. Da wir die Platte ja auf Breite geschnitten haben, müssen wir hier noch eine Ecke wegschneiden. Und zwar aus diesem Grund, wenn die Platten so breit sind wie diese, wollen die immer in die ursprüngliche Form zurück. Das heißt, die wölben sich immer ein bisschen. Daher empfehlen wir auch, eher die schmaleren Stehfälze zu bestellen als die breiten. Und nun gibt es hier eine Umkanthilfe, die ihr auch bei uns im Online-Shop bestellen könnt. Die legt man dann einmal hier drauf und biegt einmal das Blech 90 Grad nach oben. Somit hat man diese Durchbiegung nicht mehr. Unten haben wir schon eine Rückkantung, die zeigen wir euch gleich. Und damit wir das hier jetzt auch machen können, müssen wir natürlich einmal hier die Ecke ausklinken, um diese Stärke. Das messen wir uns jetzt einmal aus, zeichnen an und dann schneide ich das gleich mit der Blechschere einmal weg. Somit klinken wir einmal die Ecke genau wie bei der originalen Platte aus, damit wir diese hochkanten können. Da wir jetzt nicht ganz durchbiegen können, 90 Grad, biegen wir den Rest mit der Hand ein bisschen nach oder mit dem Hammer. Firstbereich ist soweit vorbereitet. Nun drehen wir die Platten einmal um. Wir zeigen euch einmal die werkseitige Umkantung an der Traufe. Die ist dafür da, dass wir die später gleich in unser Starterprofil einhaken können. Da gibt es auch noch 1-2 Sachen, wo man darauf achten muss. Das zeigen wir euch aber dann. Wir nehmen jetzt einmal ein Vorlegeband, 2 mm, was wir hier hinten aufkleben. Und zwar dient das dafür, um die Geräusche zu reduzieren. Optional könnt ihr das Stehfalz Terrano in der Breite 525 mit einer schallisolierenden Beschichtung bestellen. ISO oder mit einer Antitropfbeschichtung. Im Transporterbereich, sage ich mal, wenn man einen leeren Transporter hat, werden die Blechwände auch mit einem Band beklebt oder mit so Placken. Das reduziert eben die Geräuschkulisse. Wir kleben ein Band mittig auf die Platte. Es wurden Tests gemacht, bis zu 40% Geräuschreduzierung bei Regen. Gerade auf der Dachseite, wo wir mit der Dachlatte arbeiten und keine vollflächige Schalung haben, empfehlen wir unbedingt dieses Band zu verwenden. Und umso breiter die Platten, umso wichtiger ist es, um diese Schwingung im Material teilweise zu unterbinden. Bei unserem kleinen Startprofil können wir das natürlich auch noch mal machen zusätzlich. Auch hier kleben wir einmal das Band auf, die Bänder sind selbstklebend. Da wir unser Deckmaß auf dem Dach angezeichnet haben, müssen wir die 2 cm für die erste Platte noch dazugeben zu unserem Strich, weil diesen Strich werden wir verdecken. So, einmal hier und einmal hier. Den Strich machen wir uns etwas kenntlicher und markieren ihn uns, dass wir da ran müssen. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum unser Starterprofil hier so gekantet ist. Das haken wir nämlich hier einmal in das Starterprofil ein und gehen hier jetzt einmal an unseren Strich. Wichtig ist dabei, nicht das Profil ganz hoch gegendrücken, sondern
Zentimeter bis 1,5 Zentimeter wieder nach unten schieben, damit das Blech in den Längslöchern arbeiten kann. Mit den Flachkopfschrauben, diese findet ihr direkt beim Produkt verlinkt, genau wie alle anderen passenden Produkte. Wie gesagt, einmal oben gegen und dann Zentimeter bis 1,5 Zentimeter nach unten. Dann gehen wir hier an unseren Strich und schrauben einmal hier die Platte fest. Das gleiche machen wir jetzt im oberen Bereich. Auch hier gehen wir wieder direkt an unseren Strich und probieren immer mittig in den Längslöchern zu schrauben. Das gleiche eben hier in dem Bereich. Ganz wichtig, nicht vergessen, die Schutzfolie zu entfernen. Bei dieser Mattbeschichtung sieht man es ziemlich gut. Bei der normalen Polyesterbeschichtung klebt die Folie schon sehr, sehr dicht drauf. Bei der nächsten Platte ist eben darauf zu achten, dass sie hier unten, wir müssen diesen Falz ein bisschen da unten und dann klicken wir die Platte rein. Dafür nehmen wir einen kleinen Gummihammer und dann einmal bündig nach oben. Wir schneiden jetzt unseren Abschnitt, den wir vorhin bei der ersten Platte abgeschnitten haben. Den verwenden wir jetzt auf der anderen Seite. Zeichnen uns jetzt einmal die 13,7 an plus 3,5 cm und das schneiden wir einmal ab. Nun zeichnen wir uns einmal diese 13,7 cm beziehungsweise ein bisschen Luft geben wir, 13,5, damit wir die dann 90 Grad hochkanten können. Wir klinken jetzt hier oder zeichnen uns noch einmal an, dass wir diese Ecke hier ausklinken, wie auf der anderen Seite. So, wir haben unsere letzte Platte jetzt soweit vorbereitet, haben die Kante hochgebogen, hier oben im Versbereich hochgebogen. Nun stanzen wir noch ein paar Längslöcher zur Befestigung seitlich. Zusätzlich können wir hier oben im Versbereich, da haben wir ja die Belüftung unterbrochen quasi, haben nur hier rechts und links in diesem Bereich Belüftung. Nur noch Belüftung, da wir aus Stabilisationsgründen die Kante hochgebogen haben. Daher würde ich jetzt in diesem Bereich auch schon Längslöcher stanzen, für eine zusätzliche Belüftung. Könnt ihr natürlich auch Löcher bohren. So, wir montieren jetzt unsere letzte Platte. Das haben wir alles soweit vorbereitet. Hier unten müssen noch diese Nupsis verschlossen werden. Die biegen wir so ein bisschen mit der Hand vor und dann mit dem Gummihammer dicht.
Die Umkantung im Traufbereich und die Ausstanzung an den Ecken im Firstbereich ist nicht standardmäßig. Diese Informationen müssen Sie im Warenkorb im Feld Bemerkungen angeben, sollten Sie diese wünschen. Auch hier im oberen Bereich schließen wir die Löcher einmal, biegen sie wie unten um. Zusätzlich im gleichen Zug stanzen wir noch ein paar Längslöcher für eine gute B- und Entlüftung. Hier dann eher die Entlüftung im Firstbereich. Wie gesagt, die seitlich kann Luft raus. Wir machen zusätzlich noch ein paar Löcher. Das ist nie verkehrt. Nun montieren wir die Unterfirstleisten. Diese füllen das Profil quasi auf, damit wir hier einen glatten First verschrauben können. Daher auch die Belüftung, damit die Luft hier rein kann und oben am First wieder rausgehen kann. Unter die Unterfirstleisten kleben wir wieder ein Vorlegeband. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, die untere Latte oder die oberste Latte muss 10 cm runtergezogen werden circa, damit wir die Unterfirstleiste nur Blech in Blech verschrauben. Sonst würden unsere ganzen Längslöcher keinen Sinn machen, weil wenn wir das hier fest mit der Latte verschrauben würden, würden wir das ganze Arbeiten des Daches verhindern. Daher die Unterfirstleiste nur Blech in Blech und das Firstblech dann nachher hier auch nur Blech in Blech. Somit kann das Dach immer noch arbeiten und liegt spannungsfrei. Auch hier benutzen wir wieder ein Unterlegband, damit kein direkter Kontakt Blech auf Blech ist. Und die Unterlegleisten sind etwas schmaler, damit sie die gleiche Höhe haben wie die Stehfalzbleche. So, nun können wir sie hier verschrauben, Blech in Blech und das dann den ganzen Weg entlang. Das hier sind eben die vorgesehenen Schrauben für das Profil, für die Unterfirstleiste. Ich verwende hier aber die 6-Kant-Systemschrauben. Aus dem einfachen Grund, ich bin da oben alleine. Mit unseren Bithaltern, mit Federring, hält die Schraube und ich kann mit einer Hand die Leiste halten, messen und schrauben. Wir haben die erste Dachseite jetzt soweit vorbereitet bzw. die Stehfalzprofile verlegt, Unterfirstleisten aufgeschraubt. Jetzt drehen wir unser Dach einmal. Auf der anderen Seite zeigen wir euch, wie ihr das Stehfalzprofil verlegt mit einer vollen Schalung und dann werden wir die Ortgangbleche und die Firstbleche montieren. Wer sich jetzt wundert im Video, warum wir hier die äußeren beiden Unterfirstleisten weggelassen haben, wir kriegen hier ja noch ein Ortgangblech und der First kann leicht dieses kleine Stück übertragen. Da fängt er nicht an zu flattern. Also da haben wir es uns einfach gespart, die Unterfirstleisten auf Länge zu schneiden für 5 cm nachher. Oder das überträgt das Firstblech. Auf dieser Seite von unserem Musterständer zeigen wir euch jetzt einmal, wie man das Stehfalz Terrano-Profil auf einer vollflächig geschalten Fläche verlegt. Dafür benutzen wir eine Trennlage für Metalldächer. Die sorgt dafür, dass wir hier eine vernünftige Unterlüftung haben und trennt nochmal die Baukörper voneinander. Das ist stark geräuschreduzierend. Auf dieser Dachseite teilen wir uns das Dach nicht mittig auf wie auf der anderen Seite, sondern fangen einfach mal mit einer vollen Platte an, damit ihr auch seht, wie wir hinkommen. Wir haben uns das natürlich im Vorfeld schon mal ausgerechnet und wissen ungefähr, wie wir hinkommen. Ist aber optisch halt eine andere Geschichte wie auf der anderen Seite, wenn das Dach gleich aufgeteilt ist. Aber für den Privatmann oder Heimwerker vielleicht ganz interessant zu sehen. Wir werden unser Traufblech in diesem Bereich jetzt einmal ausklinken, dass es bis zur Dachrinne geht. Dafür zeichnen wir uns das hier einmal an und messen einmal 5 cm.
und dann verbinden wir diese beiden Striche gleich und dann fällt das Teil weg. Wir verbinden jetzt unsere beiden Striche. Bei der Ausklinkung geben wir noch mal 1,5 cm zu, die wir hochbördeln. Und den Strich können wir gleich mitmachen. Da kanten wir es hoch. Dann nehmen wir einmal unsere Falzzange, biegen die Ecke ein bisschen nach oben. So, wir haben unser Traufblech jetzt ausgeklinkt und hier ein bisschen hochgebördelt. Und nun können wir das befestigen. Hier verkleben wir nachher noch. Und ich werde jetzt mal einmal hier vorhauen, damit ich mir nicht gleich wieder auf die Finger kloppe die ganze Zeit. So, jetzt messen wir uns noch einmal unser nächstes Traufblech mit ca. 10 cm Überlappung und werden das auch montieren. Wir werden jetzt einmal unsere Trennlage fürs Metalldach fixieren. Das machen wir einmal mit einem Schlagtagger. So, wir haben die Ecken jetzt ein bisschen hochgelegt. Das werden wir noch bündig abschneiden. Danach verkleben wir hier oben den Firstbereich mit dem Klebeband und kleben hier unten das Klebeband, verkleben wir mit unserem Traufblech. So, wir lösen jetzt hier im unteren Bereich einmal das Gitter von der Folie, damit wir das vernünftig abkleben können. So, nun kleben wir noch mal den Firstbereich hier ab. Dass wir auch hier alles schön abgedichtet haben. Um auf Nummer sicher zu gehen, verkleben wir auch noch mal hier den Randbereich. Nicht schön, aber selten. Nun sind wir hier auch auf der sicheren Seite. Das gleiche machen wir einmal auf der anderen Seite. Wir haben unsere Platten jetzt soweit vorbereitet. Wir mussten die auf Länge schneiden in diesem Fall, da das Mindestbestellmaß 1,40 Meter beträgt. Und wir haben hier die Eckausklinkung schon vorgenommen in diesem Bereich auf beiden Seiten. Und nun nehmen wir wieder unsere Umkanthilfe und biegen einmal den Firstbereich nach oben. Genau wie auf der anderen Seite, das sorgt eben für Stabilität, dass die Platte nicht so wellt. Für die Belüftung stanzen wir wieder Löcher rein. Könnt ihr natürlich auch einen ganz normalen HSS-Bohrer nehmen und einen 10er Loch bohren, würde auch funktionieren. So, nun entfernen wir noch die Schutzfolie und dann würden wir die erste Platte montieren. Wie gesagt, wie schon im Vorfeld erwähnt, fangen wir hier auf dieser Seite mal mit einer vollen Platte an und teilen das nicht aus der Mitte raus auf. Bevor wir jetzt die erste volle Platte montieren, müssen wir diese auch wieder vorbereiten. Dafür biegen wir einmal die Kante mit der Falzzange hoch nach oben und schneiden einmal mit dem Blechknabber ab und
werden dann wieder Längslöcher reinstanzen für die Befestigung an der Ortgangseite. So, nun können wir die erste Platte montieren. Wir haben hier, wie gesagt, eine volle Plattenbreite und diese Platte werden wir jetzt einmal verschrauben. Hier auch wieder darauf achten, ein bisschen Luft geben, dass die Platte in den Längslöchern arbeiten kann. Wichtig ist, die Schrauben nicht zu fest anziehen, aber natürlich auch nicht zu lose. So, nun können wir die weiteren Platten montieren und das machen wir jetzt auch einmal im Schnelldurchgang. Nun haben wir die Platten soweit montiert. Die letzte Platte werden wir jetzt wieder schneiden und dann auch wieder hochbiegen, dass wir sie hier im Ortgang befestigen können. Wir können jetzt ja natürlich einmal das Maß messen oder wir können es ja auch einmal hier reinlegen, einmal unten, geben ein bisschen Luft, zeichnen uns das an und das gleiche einmal oben. Wir verbinden einmal die beiden Striche miteinander, dass wir wissen, hier kanten wir nachher. Und dann geben wir nochmal 3 cm dazu für unsere Hochkantung, wo wir unsere Längslöcher stanzen. Ganz wichtig, macht euch ein Kreuz auf dem abfallenden Stück, damit ihr nicht auf der falschen Seite schneidet. Das passiert selbst den besten Handwerkern. Zum Schneiden könnt ihr einmal eine normale Blechschere verwenden. Wer keinen Blechknabber hat, wir verwenden hier einen Blechknabber. Und am Ende bei der Umfalzung für die Starterleiste, da nehmen wir dann auch die Blechschere. Nun müssen wir die Kante nochmal hochfalzen für unsere Längslöcher. Dafür schneiden wir einmal ein bisschen großzügiger hier hinten die Kante weg. Dann können wir unsere Falzzange nehmen und die Kante einmal hochfalzen. Erstmal 45, dass wir schon mal einen kleinen Knick drin haben im Blech und dann biegen wir einmal nach. Sollten hier so ein paar Lackabschürfungen passieren, haben wir einen Ausbesserungslack. Da könnt ihr einfach ein bisschen übertuschen für den zusätzlichen Korrosionsschutz. Die Bleche sind ja verzinkt, also die fangen nicht an zu rosten, aber ein bisschen Lack ist natürlich, wie gesagt, zusätzlicher Schutz. Dann nehmen wir wieder unsere Längslochzange. Und nun haben wir die Platte soweit vorbereitet und können diese dann auch verbauen. So, nun können wir weitermachen mit unseren First-Unterleisten auf der Seite. Das zeigen wir euch auch im Schnelldurchlauf. Da ist kein Unterschied zu der anderen Seite. Und dann werden wir die Ortgangbleche und die Firstbleche montieren. Natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten, den Ortgang auszubilden, aber so haben wir mit der Aufkantung natürlich eine sichere Sache, dass kein Regenwasser reinkommen kann und nachher hier eine saubere Lösung geschaffen. Aber das seht ihr gleich. Hierbei ist wieder darauf zu achten dass dieses Teil, wo wir den First verschrauben, nach unten zeigt. Nun nehmen wir nur einmal den ungefähren Abstand. Zweiten Gang in Akkuschrauber, dann geht das alles was zügiger. Ich würde zur Sicherheit eben auch immer vielleicht 3 Schrauben reinsetzen, weil daran hält eben euer Firstblech.
Wie gesagt, hier oben ist auch darauf zu achten natürlich, dass wir hier nicht in die Unterkonstruktion mit reinschrauben, damit die Platten trotzdem weiterhin in den Längslöchern arbeiten können. Sonst kann da später Spannung im Material entstehen und die Platten wölben sich. Da ist eben unbedingt darauf zu achten, um spätere Reklamationen oder wie auch immer vorzubeugen, die der Hersteller dann aufgrund falscher Montage ablehnen kann. Und die kurzen Schrauben halten wirklich das Ganze? Genau, die haben feines, das sind ja Blechschrauben, die haben erstmal eine Bohrspitze und die haben feines Blechgewinde. Die gibt es ja in 4,8 x 20 oder 4,8 x 35 oder auch 60 und 80. Nur die kleinen Schrauben sind eben speziell für Blech in Blechschrauben und haben auch einen feineren Gewindegang oder einen anderen Gewindegang, eine andere Steigung. Sieht man ja hier, also die halten, ne? Da kann man schon ordentlich dran rumreißen, selbst mit 2 Schrauben, also die reißt ihr nicht so schnell ab. Nun sind wir soweit angekommen. Hier, dieses Stück ist einfach zu groß, um es mit dem Ferstblech zu überbrücken. Da werden wir eine Unterferstleiste jetzt auf Länge schneiden und uns ist gerade aufgefallen, wir haben die letzte Platte vergessen hochzubördeln. Aber wir haben uns gedacht, das könnte euch ja auch passieren. Somit filmen wir das einfach mal, wie wir das hier auf dem Dach nacharbeiten. Wir schneiden hier einfach einmal die Ecke ein mit der Blechschere. Nehmen uns dann entweder unsere Falzhilfe vom Hersteller biegen das nach oben und den Rest machen wir mit unserer Falzzange und dann haben wir das auch, unser kleines Fauxpas, schnell korrigiert. Einmal noch die Längslöcher nachstanzen für die Belüftung. So, ich nehme mir jetzt noch einmal das Maß hier, gebe auch ein bisschen Luft wie bei den anderen, schneide die. Könnt ihr auch mit dem Blechknabber, Blechschere zuschneiden. Wie gesagt, wir haben auch im Online-Shop einen Blechknabber für einen Aufsatz für die Bohrmaschine. Da braucht man ja nicht unbedingt ein Profi-Gerät kaufen. Das machen wir jetzt noch einmal. Und dann werden wir uns um die Ortgangbleche kümmern und das Ferstblech noch montieren. Wir haben unseren Ortgangwinkel jetzt ein bisschen länger gelassen, damit wir hier unten noch was ausklinken können. Das zeichnen wir uns jetzt einmal hier an und messen einmal, wie weit wir runter müssen, um das Holz abzudecken. Stramm 5,5, also machen wir 6 cm, die wir uns hier einmal anzeichnen. Hier würde ich jetzt einmal mit dem Blechknabber einschneiden und den Rest mit der Blechschere. Nun halten wir den Ortgang noch einmal ran und decken wir in diesem Bereich hier unten unser Holz ab. Man kann hier natürlich noch verschiedene Sachen machen, einen lotrechten Schnitt. Man kann hier unten einen Schnitt machen. Das muss jeder so machen, wie er es leiden macht. Da gibt es viele Möglichkeiten. Wir lassen das jetzt in diesem Bereich so, weil wir hier aus optischen Gründen an der anderen Seite das genauso machen. Was wir jetzt noch einkürzen müssen, wenn wir unser Maß hier jetzt soweit haben, zeichnen wir uns hier noch einmal an, dass wir das auf die Länge von den Stehfalzprofilen im inneren Bereich der Dachrinne abschneiden. Nun gucken wir noch einmal an unserem Musterständer, ob soweit alles passt, wie wir uns das gedacht haben. So werden wir das Blech nachher montieren und dann zeichnen wir uns hier oben noch einmal an, geben natürlich auch ein bisschen Luft, dass wir uns das hier einmal auf Länge schneiden. Das andere Ortgangblech auf der anderen Seite wird übergehen und dann können wir das so befestigen. Auch hier, um die Ortgangbleche zu verschrauben, können wir natürlich eine Sechskantschraube nehmen oder eine mit einem flachen Kopf. Wir haben uns hier für die mit dem flachen Kopf entschieden, weil es optisch ein bisschen schicker aussieht und weniger auffällt. Unser erstes Ortgangblech haben wir jetzt hier raufgelegt. Das werden wir jetzt einmal verschrauben. Und dann werden wir uns um das auf der anderen Seite kümmern und das anpassen.
Die Schraube ist eine 4,8 x 35er mit einem flachen Kopf, mit der Torx-Aufnahme und einer Dichtscheibe. Das gleiche machen wir jetzt hier in diesem Bereich. Oben schrauben wir noch nicht, weil da kommt der First noch hin. So, jetzt haben wir unser Ortgangblech fixiert und können uns um die andere Seite kümmern. Unseren anderen Ortgangwinkel werden wir jetzt hier übergehen lassen, bündig. Man kann ihn natürlich auch ein bisschen überstehen lassen, umkanten, tut aber eigentlich nicht Not, weil unser Firstblech die Ortgangwinkel noch wieder abdichtet. Nun zeichnen wir uns hier unten einmal an, dass wir es auf Länge schneiden. So, nun werden wir unser zweites Ortgangblech hier einmal verschrauben, das wir vorhin zugeschnitten haben. Auch hier lassen wir im oberen Bereich die Schrauben fürs Erste fehlen und verschrauben zum Schluss, wenn der First sitzt, hier noch. Wir wollen jetzt unseren First aufschrauben aufs Dach. Dafür haben wir den hier ein bisschen, man kann den natürlich ein kleines Stück überstehen lassen. Ich würde ihn ein Stück weiter überstehen lassen, mir das hier einmal jetzt anzeichnen. Dann schneide ich ihn hier oben gleich ein bisschen ein und bördel die Kante nach unten um als konstruktiven Wetterschutz. Wir haben unsere Firste jetzt soweit vorbereitet, umgekantet und wollen diese jetzt montieren. Dabei ist noch mal wichtig, dass ihr darauf achtet, dass ihr nicht hier im hinteren Bereich der Unterfirstleiste schraubt, weil die würde dann wegdrücken, sondern hier im vorderen Bereich. Dann habt ihr es deutlich einfacher. Wir legen jetzt unser erstes Firstblech drauf und werden das hier nur mit einer Schraube fixieren. Dann legen wir das andere rauf und dann wird der Kollege einmal durchfluchten, dass wir keinen Knick im Firstblech haben. Solltet ihr natürlich eine normale Dachfläche, ein längeres haben, empfehlen wir dann mit einer Richtschnur zu arbeiten. Wir fixieren das Firstblech jetzt auch einmal, nur rechts, links, weil hier gibt das unser Ortgang vor. Und jetzt gehe ich einmal hier in die Mitte und mein Kollege fluchtet einmal durch. Wir haben jetzt auf dieser Seite 3 Schrauben gesetzt, einmal ganz außen, einmal in der Mitte, wo wir die Bleche stoßen. Und nun würden wir einmal das gleiche auf der anderen Seite machen, die Firstbleche heften und dann später komplett abschrauben. Wir setzen hier jetzt in jede Unterfirstleiste nur eine Schraube. Das sollte in diesem Fall langen. Wem das natürlich nicht genug ist, der kann auch immer 2 in jedes Feld setzen, aber in der Regel passiert da nichts. Das gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite auch und dann ist unser Dach soweit fertig. Geht durch wie Butter, ne? Hier setzen wir nun noch unsere letzte Schraube, damit das Ortgangblech nicht flattert. Und dann sind wir mit unserem Dach fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, unser Video hat euch gefallen. Alle Produkte könnt ihr in unserem Online-Shop bestellen. Einen Link zu den einzelnen Produkten findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, abonniert unseren Kanal und lasst uns ein Like da. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.